Ich hatte nicht vor, an diesem Tag anzuhalten. Es war heiß, überfüllt, langweilig. Doch irgendetwas zog mich zu diesem alten Stand am Ende des Marktes. Und dann sah ich sie. Eine Tomate wie aus einem Traum. Groß, glänzend, tiefrot. Als wäre sie nicht aus diesem Jahr. Als wäre sie aus einer besseren Zeit. Sie stand da, eine kleine alte Frau, ihre Hände runzelig von Erde und Sonne. Sie sah mich an und sagte: Junge, heute schaut sich niemand mehr Tomaten an. Aber eine echte Tomate, die vergisst man nicht. Ich schauderte. Sie erinnerte mich an meine Großmutter, an meine Kindheit, an die Tage, als ich in ihrem Garten Tomaten wie Äpfel aß, noch heiß von der Sonne. Ich fragte sie: Wie schaffst du das nur? Ich gebe mir Mühe, aber meine wachsen kaum. Sie stützte sich auf den Stock und sagte leise: Du kannst ihm nichts anhaben. Du gibst ihm einfach nicht, was er wirklich braucht. Heutzutage denken die Leute, alles stecke in gekauftem Dünger, in Präparaten und Chemie. Aber sie vergessen, dass Pflanzen fühlen. Dass die Tomate weiß, wann man vorsichtig an sie herangeht und wann man sie einfach mit Wasser vertreibt. Diese Großmutter hat mir ein 80 Jahre altes Geheimrezept geschenkt. Geschrieben von Großmutters Hand auf Papier, das noch immer nach Vorratskammer und alten Zeiten riecht. Und jetzt frage ich dich: Möchtest du auch Tomaten, die so duften wie früher? Möchtest du eine Ernte, die nicht pro Stück, sondern pro Kiste gezählt wird? Falls ja, schreib in den Kommentar. Ich will echte hausgemachte Tomaten. Denn was jetzt folgt, kann dir all das bringen. Das Rezept, das alles verändert. In 2 Liter Regenwasser oder Abwasser geben Sie 1 Esslöffel Asche vom Herd oder Kamin, 1 Löffel Hefe, einen halben Löffel Zucker, 24 Stunden an einem warmen Ort stehen lassen und dann alle 2 Wochen direkt neben dem Tomatenstiel gießen. Oma sagt, du brauchst ihn nicht mehr anzusehen, gib es ihm einfach. Er weiß, was er tun muss. Probier es aus. Es kostet nichts und vielleicht weckt es ja die Aromen deiner Kindheit wieder. Vergiss nicht, zu liken und zu abonnieren, denn die nächste Geschichte kommt vielleicht nicht vom Markt, sondern aus deinem Garten.